Jesus zijn vrede van jou en over die. Hey, ik wil van jou van 3 verschillende bomen reden. Wat de Bijbel gebruikt dat voor gelijkenis voor mensenleven. So ik wil van jou zeggen, er zijn 3 verschillende bomen wat we als mensen kunnen zijn op deze eerd. De ganz eerste dat is een verdriede boom. Dat heeft geen leven bij. Dat is verdriet. Dat heeft vielleicht maar somewhere gestaan, maar dat is verdriet. Dat heeft geen onderscheid meer. So, den boom wo we zalig zijn, den je op te haken, een Bach te schmieden, wehen, de boom daar plus nichts nicht op deze eerd. De tweede dat is een zeer schmacker boom. Aber de boom, der brengt keine Frucht voor een dag. De boom, der ist du bloß zum Schmackloten. De boom, der ist du bloß, der steht durch und so. Aber some Bäume, die sind gemerkt zum Frucht bringen, aber die tun nicht alle Frucht bringen, die tun nicht ihre Arbeit, für was die gemerkt sind. Dann ist das der dritte Baum, der bringt Frucht für den Tag, der hat somewhere Frucht. Weet je, dit wordt mij van jou van te reden, wat van deze 3 Bäume doen ik zijn. Weet je, in Lukas 13 sagt dat ze staat, ik word het hier maar lezen. Dat zegt ze staat, Lukas 13 vers 6 sagt dat. Hij vertaalt dit gelijkenis. En je was een man hoor in zijn wijngaarden een vijgenboom geplant en hij geen Frucht daran te zeker, aber vangt keinen. Dan zei hij zu dem wijngaardener, ik zie jou 3 jaar hintereinander gekommen, Frucht und diesen Baum te zeker und hab keinen gefangen. Hef dem auf, woran dan nog länger luden Krof uit de Erde nemen. Hij aber zeer. Lud den noch ein Jahr stunden, ich war an dem Baum gruben und Messer bringen. Und wenn du dann Frucht bringt, dann ist das gut. Aber wenn nicht, dann kannst du dem aufheben. Was ich will von dir ein bisschen sagen, das wird ich von dir will von reden. Den ersten Baum, der ist verdreht, den wir vielleicht soll aufheben, dann wo wir den Wach schminken, wegen der ist nicht zu brücken. Aber ich will von dir sagen, ein Gleichnis von dem zweiten Baum. Weil er sind so viel von dir, wir tun vielleicht alle solche Dinge, wir fahren vielleicht durch die Kirche, wir tun vielleicht Dinge, die so looten dat, wie sein Geschmack, wir haben es alle gebüht. Aber innerlich in uns Hort, weil wir sehr gut, was von der Frucht wir haben. Weil ich will die von dir fragen, wo bist du von dir? Vielleicht hast du ein paar Jahre klar gehört, Gott will somwas in dein Leben tun. Gott will haben dieses Stolper gehen. Gott will haben dieses mehr Dinge tun. Gott will haben dieses einen anderen Weg nehmen in dein Leben. Ich weiß nicht, wo das ist, aber somwas sollst du in dein Leben tun. Aber du wirst dir dort nicht wie Menschen für dich und du wirst dort nicht, because dann wirst du mit somwas von dir abgeben. Vielleicht bist du, kriegst du von dir an. Vielleicht hast du nur 3 Jahre an den Baum gegroeven. Du sollst mu Frucht bringen. Aber du bringst nicht Frucht. Ich will die von dir an auf ihrem Motor sprechen. Du die Dinge, wo Gott von dir will haben, was du sollst tun. Wenn nicht nur die Bibel nur, dann sagt er, dann wird er uns hier nicht länger haben, sagt er, dann wird er uns aufheben. Und er will der, was die Frucht bringt dann. En weet je wat interessant denk ik, zou je via een boom wat de vrucht brengt, den zit niet zo smaak als een boom der niet vrucht brengt. Der wat de vrucht brengt, der moet van zichzelf abgeben, de boom, ten wat de konsum wordt krijgen voor de nächsten. Wat je vrucht brengt, een boom niet voor zichzelf. Een vrucht brengt ja boom dat voor de nächsten wordt. Dat wat uitbrengt, zodat de nächste kunde wordt verkrijgen. Want wie een boom dan gaan en plakken naar zijn openlof en eten den op, dan heeft de boom niet gedaan voor zich. Dat hij zo wat du en ik dat kan genießen. Krijg ze eerst dat van jou in ons leven. Want wie ons zelfs opgeven dan, en wie dan zelfs van ons zelfs stormen, vielleicht over dollar beten, vielleicht over dollar fasten, vielleicht over dollar dingen wat wie zijn, wie moeten ons leven opgeven, aber so wat wie meer vrucht kan brengen. Wenn wir dort wollen, dann wird der Baum auf uns von Frucht zu bringen, so der Nächste wird einen Segen kriegen in uns Leben. Kriegst du so dort von dir und so, mein Gebet ist, was du wirst dort tun, was Gott von dir will haben. Vielleicht will er haben, vielleicht auch, du sollst ein Video abmerken, vielleicht will er haben, du sollst den Zeugnis somwo mitteilen, vielleicht will er haben, du sollst das Evangelium mitteilen, vielleicht hast du gut zum Heulen, vielleicht bist du ein Prophet, vielleicht bist du ein Lehrer, vielleicht bist du ein Apostel, ein von deinen best vielleicht. Aber die darfst dort nicht gut leben, wenn die hast Angst, was die Menschen wollen sein. Die hast Angst für die selbst abgeben.
En de anderen kunnen niet den sehen. Wat je al deze Gaven, wo die Bibel van reden hat, die Gaven, die zijn bloß, zum den nächsten segnen. So du will ich sagen, wat van boom zijn du en ik van dem? Waar we een boom zijn, wat du wat Frucht brengt, wat je op eine steht, sagt, dat so steht. Dat sagt, wenn wir een gouden boom worden zijn, dan wordt de gouden Frucht voor een dag brengen. Maar wenn wir een schlechten boom worden zijn, dan wordt de schlechtet voor een dag brengen. Wat man ik met dit? Ik meen, dat wat in die baan is, dat wat eruit komt. Dat meint, wo wir mit Gott Gemeinschaft haben, wo wir mit Gott uns vereinigen und das wird ein Tag rauskommen. So wird das von dir nicht rauskommen. Ich würde sagen, wird das, wenn wir Stunden Handel treiben mit Menschen, was von der Frucht kommt du raus, aber hast du nicht mehr Frucht haben. Kann die Menschen einen Segen kriegen, wo du nicht angehen dann. Wenn wir in Stunden angehen dann, wenn wir zusammen angehen, kann die Menschen einen Segen kriegen, wie du hast Frucht und ans Baum. Kann die du so schöne Frucht aufplacken und kann du solche Frucht kriegen, so wird dort in ihr Leben genießen, das, was sie kann wiederkommen in ihr Leben. Weil wenn diese Frau auf ihrem Frau, und wenn dort was kann, dann wollen wir einen Unterschied machen in dieser Welt. So mein Gebet ist von dir an. Weil wir dort tun, was Gott uns gesagt hat. Vielleicht habt ihr nur 3 Jahre Messer rumgestritten und habt rumgearbeitet und gesagt, der Baum soll doch Frucht für einen Tag bringen. Habt ihr noch vielleicht ein paar Jahre aufhalten, aber das schafft nicht. Wir haben so viel Leute von uns. Weißt du, das ist bloß Leute, was du und ich hier nach von dir und sagen, das ist bloß genug. Aber weißt du was? Nur die Bibel nur. Als Gott sagte, er will haben, wir sollen was tun. Wir sollen einen Unterschied machen in dieser Welt. So ich hoffe, du und ich sind von dir und Reut, einen Unterschied zu machen in dieser Welt. So wird von uns selber. Ein ganz Verdrehter, der wird von weit auf zu sein, der bringt keine Frucht. Oder der andere, den sieht vielleicht Geschmack, aber der hat keine Frucht in sich. Dann der Nächste, den sieht vielleicht nicht Musegeschmack, aber der hat Frucht in sich für den Nächsten, was der können sehen sein. Wir haben sehen sein für den Nächsten und wir uns nun abfallen von Gott, so wird heute dort was bringen. Wir dürfen nicht fahrig rangehen und sagen, oh, wo war das denn? Aber wir machen einen Schleck klar haben, wir wollen dort tun, wo Gott sein wird. Und wenn wir wollen dort tun, wo Gott sein wird, dann wollen wir mal Gemeinschaft haben, vielleicht, so sag ich, Fasten und beten, dann wird dort zurückkommen. Und da wird ein Unterschied machen in mein Leben und in der Umgebung, wo wir sind. Gott ist Segen mit dir und ich hoffe, der hat dich gebracht, um den nächsten Level nehmen in dein Leben.